Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier beim Vortrag zum Thema Gebäudetechnik der Firma Vago Kontakttechnik auf der digitalen Hannover Messe 2021. Mein Name ist Daniel Wehmeier und ich bin Leiter des Market Managements Gebäudetechnik bei der Firma Vago hier an unserem Stammsitz in Minden. Glauben Sie mir, viel lieber würde ich mich jetzt natürlich mit Ihnen persönlich treffen, auch mit der Möglichkeit, sich auf einem Messestand persönlich auszutauschen. Dennoch bin ich sehr froh, dass ich Sie hier heute begrüßen kann und wir gemeinsam auf ein wirklich spannendes Thema schauen können: dem Management von Gebäuden und verteilten Liegenschaften. Frei programmierbare Steuerung, nur konfigurieren statt programmieren, mit Raumautomation, mit FlexRoom, dem Energiedatenmanagement, dem Lichtmanagement. All dies sind Themen, zu denen Sie bei Vago ein umfassendes Lösungsangebot finden können. Vielleicht kennen Sie dieses Angebot bereits schon von unseren früheren Messeständen oder im Praxiseinsatz aus Ihrem eigenen Projekt. Diese Einfachheit, die Sie von uns kennen, haben wir jetzt mit dem Thema des Managements von Gebäuden und verteilten Liegenschaften fortgesetzt. Und wir möchten Ihnen heute den Ausblick auf diese nächste Entwicklung bei Vago im Bereich der Gebäudeautomation geben. Das Management von Gebäuden und verteilten Liegenschaften ist ein Thema, was an den bekannten Entwicklungen anknüpft, aber dennoch ein konsequenter weiterer Schritt in Richtung der ganzheitlichen Lösung von Vago ist und zudem auch der Bereich der Primäranlagen berücksichtigt wird. Doch was sind verteilte Liegenschaften überhaupt? Welche Herausforderungen stellen sich beim Management von Gebäuden und verteilten Liegenschaften? Wie werde ich Herr über all die Daten, die meine gebäudetechnischen Anlagen mir liefern? Und wie behalte ich zu jeder Zeit von jedem Ort den Überblick darüber? Hierzu möchte ich gleich zuerst in eine Diskussion mit Stefan Rothermel starten. Stefan Rothermel ist bei Vago vor allem im Bereich von Retail-Lösungen unterwegs und damit der perfekte Ansprechpartner zu verteilten Liegenschaften. Weiter geht es dann mit der Frage, wie kann Vago mir ganz konkret bei diesen Herausforderungen des Managements von Gebäuden und verteilten Liegenschaften helfen. Auch dazu möchte ich dann einen kleinen Einblick geben. Und anschließend werfen wir dann einen Blick direkt in die Vago-Lösungen, die wir Ihnen bieten, um den Herausforderungen beim Management von Gebäuden und verteilten Liegenschaften zu begegnen. Wir schauen direkt in die Applikationsoberflächen und zeigen, wie Sie mit einfacher Konfiguration zum Ziel kommen können. Jetzt aber freue ich mich auf eine spannende Diskussion mit Stefan Rothermel zum Thema der verteilten Liegenschaften und des Managements von Gebäuden und verteilten Liegenschaften. Ja, hallo Stefan, ich freue mich, dass ich dich heute hier begrüßen kann und wir einmal zum Thema des Managements von Gebäuden und verteilten Liegenschaften sprechen können. Ich habe eben schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber vielleicht noch nicht genug, deswegen einfach mal, vielleicht stellst du dich selber mal vor, was machst du eigentlich so genau bei Vago, Stefan? Ja, hallo Daniel, ich freue mich auch hier zu sein. Bei der Firma Vago betreue ich unsere Kunden aus der Einzelhandelsbranche und wir entwickeln zusammen Lösungen für diesen Markt. Wir setzen hierbei das Vago-Steuerungssystem ein und versuchen hier integrierte Lösungen, also Lösungen, die über Gewerke hinweg eingesetzt werden, zu entwickeln. Bedenken dabei auch Dinge wie Energiemanagement, dass das gleich direkt auch integriert ist. Ja, das ist das, was ich bei der Firma Vago so tue. Und im Grunde genommen das Wichtigste am Ganzen ist, dass wir einen hohen Automatisierungsgrad erhalten und dass sich dabei aber die Kosten auch in einem überschaubaren Bereich entwickeln. Okay, also Kosten, Investitionen für den Kunden, das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Das haben wir sicherlich auch an vielen Stellen. Aber was sind jetzt konkret noch weitere Punkte, die vor allem so, sag ich mal, in Bezug auf Planung von solchen Liegenschaften wichtig sind aus deiner Sicht? Daniel, bei der Konzeptionierung achten wir darauf, dass wir auf einfache, unabhängige und wiederverwendbare Ansätze kommen. Das ist für meine Kunden wichtig, da wir in hohen Stückzahlen ausrollen, da wir mit diversen Errichterfirmen arbeiten,
unterschiedlichste Filialtypen auch haben und an verschiedensten Orten weltweit arbeiten. Die Firma Vago hat inzwischen ein ganzes Team von Spezialisten, die sich bestens mit den Anforderungen des Einzelhandels auskennen und die Anforderungen der modernen Liegenschaften umsetzen können. Okay, jetzt heißt das ja Management von Gebäuden und verteilten Liegenschaften, über das wir heute sprechen. Deswegen jetzt auch nochmal so die Frage, wenn ich jetzt so das Wort verteilte Liegenschaften höre, dann sind also verteilte Liegenschaften für dich jetzt so das Filialnetz deiner Kunden? Also aus meinem Blickwinkel ist das erstmal so, aber es gibt natürlich Liegenschaften in allen Bereichen. Es könnte zum Beispiel auch der Campus einer Uni sein oder es könnten auch die Gebäude auf einem Klinikgelände sein. Alles das sind Liegenschaften. Okay, dann habe ich das, glaube ich, verstanden. Aber wenn du jetzt sagst, dass auch das verteilte Liegenschaften sind, dann würdest du vielleicht schon sagen, dass das Thema verteilte Liegenschaften eher schon an Bedeutung gewinnt? Definitiv, Daniel. Ja. Also denk alleine mal an den Bäcker oder das Bäckerei-Fachgeschäft um die Ecke, wo früher im Prinzip ein kleiner Laden gereicht hat, wo hinten die Bäckerei direkt dran war, betreiben also die meisten Bäckereien heute zig Filialen. Das stimmt. Woran liegt das deiner Meinung nach? Also, dass wir das jetzt so sehen? Ganz klar, unsere Wirtschaft ist auf Wachstum ausgelegt, Daniel, und es wird einfach fleißig expandiert. Ne? Ja. Und bei großen Backfilialisten sind mehrere hundert Filialen inzwischen überhaupt keine Seltenheit mehr. Und diese Entwicklung kennen wir zum Beispiel auch aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Der Tante-Emma-Laden, den wir früher so geschätzt haben, ist heute durch die großen Lebensmitteldiscounter oder Händler komplett ersetzt. Das stimmt. Also den Tante-Emma-Laden gibt es vielleicht in der Form nicht mehr so häufig, ist auch irgendwie schon schade. Da gebe ich dir recht, aber das Ganze oder diese Entwicklung hat auch Vorteile und wir als Konsumenten, also du und ich auch, fördern das. Wir kaufen gerne in bekannten Umgebungen ein. Es ist für uns sehr angenehm, wenn wir also in eine Filiale hineinkommen und wissen, wo alles steht und wissen, was uns erwartet in der Filiale. Das ist für uns als Mensch wichtig. Und da die Filialisten ihr Liegenschaftsnetz weltweit ausbauen, können wir das inzwischen sogar im Urlaub tun. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal dieses Erlebnis hattest im Urlaubsort. Einfach, Mensch, alles wie immer, aber Urlaub. Ja, das stimmt, Ja. Und Ketten dieser Art gibt es vielleicht mehr, als man denkt. Und ich denke, da fallen dir auch einige schöne Beispiele ein, Daniel. Ja, auch wenn ich jetzt an Urlaub denke und auch an Ketten und diese Situation, dann würde ich jetzt schon denken, so an, es gibt Drogerien, Textilhandel fällt mir jetzt auch ganz aktuell ein oder den Zoohandel. Das sind natürlich alles Dinge, da fällt mir schon noch was ein. Ja, oder der Getränkemarkt, der Heimwerkermarkt, die Elektronikmärkte, die Möbelhäuser, die gesamte Fastfood-Branche, aber auch im Dienstleistungsbereich. Also denk einfach mal an die Hotelketten, die Fitnessbranche, Kfz, Reparatur, Pflege. Und zu guter Letzt auch unser Tankstellennetz. Ja. Vielleicht warst du heute Morgen auch noch tanken. Also auch daran sollte man denken. Zum Teil elektrisch, ja. Aber hast du natürlich recht. Also wenn man drüber nachdenkt, sind das alles irgendwie schon Betreiber von verteilten Liegenschaften. Ne? Also das Thema begegnet uns schon im alltäglichen Leben. Definitiv, überall. Ja, und von den größten Liegenschaftsbetreibern haben wir noch gar nicht gesprochen. Das sind definitiv die Kommunen. Und wenn du da mal an Bildungsstätten, Verwaltungsgebäude, Kulturstätten, Sportstätten, Feuerwehr, Krankenhäuser. Okay. Alles klar. Ich weiß, wohin du willst und ich glaube, ich habe es verstanden, Stefan. Ja, und auch nur mal am Rande erwähnt, auch die Firma Vago ist ein Liegenschaftsbetreiber. Überleg mal, wie viele Liegenschaften und Gebäude die Firma Vago unterhält. Also wir sind da direkt mit drin in dem Ganzen. Und ich denke einfach, es ist unverkennbar, dass dieses Thema uns alle betrifft und es in der Vergangenheit schon sehr starke Bedeutung hatte, aber ich denke auch für die Zukunft viel, viel stärker noch an Bedeutung gewinnen wird. Okay, jetzt haben wir diesen Markt, über den wir gesprochen haben. Wenn du jetzt den Blick auf diesen Markt hast, was meinst du denn, was sind
die tagtäglichen Anforderungen oder was sind für Anforderungen in Bezug auf den Aufbau und den Betrieb von solchen gebäudeautomationstechnischen Anlagen in diesem Markt? Was gibt es da speziell für Anforderungen, wenn man jetzt genau auf diesen Markt guckt? Ja? Also die größte Anforderung bzw. auch Herausforderung ist eigentlich die riesigen Datenmengen, die wir mit moderner, ich sag mal, Automatisierungstechnik erfassen können, da die Übersicht zu behalten. Wir haben in den letzten Jahren wirklich versucht, jeden Messwert, jeden Datenpunkt mit extrem kleinen Zykluszeiten zu erfassen und in Datenbanken zu pumpen. Und wie heißt es so schön, wir haben da tatsächlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil in der Praxis tun wir uns inzwischen tatsächlich sehr, sehr schwer, mit diesen Datenmengen umzugehen und sie wirklich effektiv zu nutzen. Ergo, das Ganze verursacht enorme Kosten und bringt uns nicht wirklich was. Ja, und solche Technologien, was du selber, da landest du dann schnell mal mit auf dem Abstellgleis. Also wir müssen uns dringend überlegen, wie wir da weitermachen. Ja, da hast du natürlich recht. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke so an meine aktive Zeit im Projektgeschäft in der Gebäudeautomation, da ist das tatsächlich so. Frage für mich jetzt aber, hat sich da in der Zwischenzeit, so seitdem ich da auch im Projektgeschäft vor ein paar Jahren unterwegs war, hat sich da irgendwas verändert? Ist da noch was konkreter? Ja, also ich denke schon, dass sich also da das Umdenken hat da eingesetzt. Also wir verringern die Datenmengen. Wir beginnen schon in den Planungsphasen bei der Auswahl der Daten damit umzugehen, dass wir also wirklich die Datenmengen reduzieren. Auch technisch gibt es viele Ansätze, die Datenmengen reduzieren. Wir haben also auch die Möglichkeit heute auf kompakten, leistungsstarken Steuerungen die Daten vor Ort lokal zu handeln und im Prinzip die wichtigsten Datenpunkte nur noch konzentriert an zentraler Stelle zu sammeln. Das sind Dinge, die wir angehen und wenn ich dann die Kerndaten zentral verwaltet habe, kann ich die zum Analysieren verwenden und im Servicefall zum Beispiel direkt kann also alles auf der Steuerung untersucht werden. Okay, jetzt haben wir über Planung gesprochen und über Betrieb. Da gibt ja noch eine andere wichtige Phase, die mir jetzt einfällt. Wie siehst du das, wenn wir jetzt mal das Ganze im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme, konkret der Inbetriebnahme der Anlagen sehen? Also in der Betriebnahme geht es in allererster Linie, kennst du selber aus deiner Projektzeit noch, es geht um Zeitsparen. Das ist also erstmal wichtig und Zeitsparen und trotzdem dabei eine gleichbleibende Qualität abzuliefern. Das heißt, oder das bedeutet für die Inbetriebnahmen, die müssen möglichst einfach sein, die müssen standardisiert sein, das heißt also wiederholbar. Sie müssen sich im Idealfall selber überprüfen und je größer die Anzahl der Liegenschaften, desto wichtiger sind diese Eigenschaften. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade wenn ich so viele verteilte Liegenschaften habe, dass auch ein Feature wie Backup und Restore der gesamten Konfiguration auch irgendwie ein wichtiges Thema sein könnte. Wie sieht das jetzt konkret bei euch da aus? Also ganz wichtiger Punkt, Daniel. Gerade bei der wachsenden Anzahl der Liegenschaften muss ich da Möglichkeiten für schaffen und automatisierte Sicherung der Datenpunkte ist wichtig, idealerweise in einer Cloud-Umgebung. Und ich muss aus der Cloud heraus, muss ich zum Beispiel auch Daten wiederherstellen können oder Anlagenteile reparieren können. Ohne Mechanismen dieser Art sind Liegenschaften eigentlich gar nicht mehr sinnvoll zu betreiben. Okay, aber jetzt reden wir über viele Standorte, wir reden über Cloud, hast du gesagt, solche Features könnten da schon reinkommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe wirklich viele verteilte Liegenschaften, wie sieht es denn dann so mit Sicherheit und Absicherung solcher Anlagen aus? Ich denke da jetzt mal ganz speziell so an das ganze Thema Netzwerk und IT-Security, Netzwerksicherheit. Ja, also Security, eins meiner Hauptthemen auch im täglichen Tun, muss ich ganz klar sagen, wird immer wichtiger. Ich sag mal, Automatisierungsnetze und IT-Netze von den Anforderungen her inzwischen pari, also das ist identisch. Die Mechanismen, die wir heute an ein IT-Netzwerk stellen, also ich sag mal, im laufenden Betrieb auch Sicherheitslücken schließen zu können, die wir erkannt haben, ist einfach Stand der Technik. Und die Supermärkte zum Beispiel oder ich sag mal die Lebensmittelversorger gehören ganz klar auch zu den kritischen Infrastrukturen, also fallen unter die Kritis-Regelung. Und da gehört auch also dein Supermarkt um die Ecke dazu, Daniel. Ja, okay. Das ist ein interessantes Thema, also mein Supermarkt um die Ecke. Das ist jetzt Retail-Geschäft, ne? Das ist ja auch was du machst. Wenn ich jetzt mal ganz konkret sage, wir bleiben mal bei diesem Retail-Gedanken, bei dem Retail-Geschäft an sich, was ja vor allem auch Betreiber sind von verteilten Liegenschaften. Wie sehen denn jetzt die Anforderungen ganz konkret für dieses Retail-Geschäft beim Betrieb von verteilten Liegenschaften aus? Also generell bei Retailern gilt, je schlanker,
und einfacher, desto besser. Okay. Das ist Grundregel. Ja, Also ja. das Thema einfach ist einfach geprägt in der Retail-Welt durch eine Discounter-Familie. Betrachten wir zum Beispiel die Steuerung in der Filiale, die muss auch universell sein, das heißt also für unterschiedliche Bereiche einzusetzen, sowohl in der Hardware als auch in der Applikation. Sie muss jederzeit von jedermann zur Handhaben sein und sollte also auch weltweit in Wartungsservice und auch in Betriebnahme umsetzbar sein und auch zugänglich sein. Und das Wichtige ist eigentlich, dass jeder Techniker, der da dran geht, ohne lange Einweisung im Prinzip mit dem System arbeiten kann. Das klingt jetzt total nachvollziehbar, Stefan. Also verstehe ich, ne? Klingt total einfach, aber ich weiß, wie schwer es ist, Dinge so einfach zu machen, wie du es jetzt gerade beschreibst. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und eine weitere Sache, die hinzukommt, ist, dass ich es hier mit Kaufleuten natürlich üblicherweise zu tun habe. Und Kaufleute achten natürlich auch darauf, dass sich diese Konzepte rechnen. Und dabei wird der gesamte Prozess betrachtet. Das heißt also wirklich von der Planung, Inbetriebnahme, Service, Wartung, Optimierung der Anlagen. Also das wird alles im Prinzip betrachtet. Und ganz besonderes Augenmerk liegt auch hier darauf, dass die Anlagen im Betrieb im Prinzip dass das Marktpersonal nicht belasten, also dass da niemand sich drum kümmern muss. Mir hat mal ein Verantwortlicher für Liegenschaften bei einem großen Discounter gesagt, dass es also sein Hauptanliegen ist, dass von einer guten Anlage man nichts hört und nichts sieht, weil für ihn ist wichtig, er verdient das Geld mit dem Verkauf und nicht mit dem Managen technischer Probleme. Okay, das ist mal eine klare Ansage, ne? Also da wird in einem Satz, glaube ich, schon ziemlich deutlich, in welche Richtung das geht. Das, ja. Definitiv. Und Ähnliches gilt also auch für das Daten- und Störmeldemanagement. Da gilt also, ein automatisch erstellter Bericht muss da sein, wo also Fakten und am besten gleich Handlungsempfehlungen mit untergebracht sind. Störmeldungen müssen automatisiert an die Servicefirmen weitergegeben werden und auch nachverfolgbar sein. Ja, zusammengefasst kann man sagen, dass hier eine wirtschaftliche Gesamtlösung gesucht wird, die universell eingesetzt werden kann, dabei sich auf das Wesentliche konzentriert, maximal einfach ist. Keine leichte Aufgabe, wie du schon gesagt hast, aber ich denke, auf jeden Fall machbar. Ja. Sehr interessant, vor allem auch mit dem Blick in dieses Retail-Geschäft. Das ist ja schon irgendwie ein Benchmark, sage ich mal, was du da gerade beschrieben hast. Finde ich sehr interessant. Ist für mich aber auch sehr gut übertragbar auf die anderen Dinge, die du eben gesagt hast. Also auf kommunale Anforderungen, öffentliche Einrichtungen, weil auch da das Wirtschaftliche immer ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja. Sehr interessant. Vielen Dank, Stefan, für diesen Einblick in diese Welt des Retail, aber auch des Managements von Gebäuden und verteilten Liegenschaften. Für mich sehr, sehr interessanter Einblick. Vielen Dank. Sehr gerne, Daniel. Ja. Das war für mich ein sehr interessanter Einblick in die Welt der verteilten Liegenschaften. Und wir haben auch gehört, welche konkreten Herausforderungen man im täglichen Projektgeschäft hat, zum Beispiel im Retail-Umfeld. Die Frage an dieser Stelle ist jetzt natürlich, wie kann Vago jetzt hier helfen? Und diese Frage möchte ich Ihnen heute gerne beantworten. Wir bei Vago bringen dieses Jahr eine Systemlösung auf den Markt, die vor allem für die Anforderungen der verteilten Liegenschaften optimiert ist, aber genauso gut auch darüber hinaus für viele andere Anwendungen eingesetzt werden kann. Wir erweitern ganz konsequent unser Angebot an vorprogrammierten Lösungen, bei denen Sie nur noch konfigurieren müssen. Und wir erweitern dieses Angebot um unsere neue Applikation Building Control. Die Vago-Applikation Building Control können Sie einsetzen für die HLK-Regelung, aber durchaus auch im Bereich Beleuchtung oder aber Beschattung. Sie können die Applikation Building Control entweder an einer einzelnen Technikzentrale, also für eine einzelne Anlage, wie eine einzelne Heizungsanlage oder Lüftungsanlage einsetzen. Sie können diese Applikation durchaus aber auch für eine komplette Liegenschaft einsetzen, wie wir sie zum Beispiel aus dem Bereich der verteilten Liegenschaften, also zum Beispiel aus dem Retail-Umfeld kennen. Die neue Systemlösung, die wir auf den Markt bringen, besteht natürlich einerseits aus der eben genannten Vago-Applikation Building Control auf dem lokalen Controller vor Ort, aber daneben auch aus der Vago Cloud Building Operation in Control.
Mit der Vago Cloud Building Operation and Control bringen wir bei Vago jetzt das erste Mal eine ganz neue Bedien- und Visualisierungsoberfläche auf den Markt, mit denen Sie Ihre Anlagen bedienen und steuern können, und zwar direkt aus unserer Vago Cloud. Sie haben die Möglichkeit, in diesem System aus der Vago-Applikation Building Control direkt die Controller in die Cloud anzubinden, direkt aus dem Controller, direkt aus der Konfigurationsoberfläche, ohne dass Sie irgendeine Art von Gateway benötigen. Um das Ihnen jetzt aber etwas besser vorstellen zu können, möchte ich gerne im Folgenden in eine Topologiefolie wechseln, also eine Folie, wo wir uns das Ganze etwas mehr technisch anschauen können. Und Sie sehen hier schon unseren PFC-Controller mit unserer Vago-Applikation Building Control. Sie haben hier die Möglichkeit, verschiedene Hardware-IOs an den Controller anzubinden, in der ersten Version aber auch M-Bus oder zum Beispiel Modbus. Sie haben die Möglichkeit, diese Applikation lokal von Ihrem PC zu bedienen oder von einem lokal installierten Touchpanel. Sie haben aber genauso gut auch die Möglichkeit, diese Applikation direkt an unsere Vago Cloud Building Operation and Control anzubinden. Wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, Sie müssen es nicht unbedingt. Im nächsten Schritt möchte ich etwas genauer auf die Vago-Applikation Building Control eingehen und Ihnen vielleicht hier noch das eine oder andere Feature zeigen. Unsere Applikation Building Control, die Sie jetzt hier im Bild sehen können, ist eine vorprogrammierte Applikation, wie ich eben schon gesagt habe, die Sie direkt aus der Webvisualisierung konfigurieren können. Sie sehen das hier ganz gut im Screenshot. Ich habe eben gesagt, dass Sie verschiedene Hardware-IOs, M-Bus und Modbus anbinden können. Sie können in dieser Applikation diese IOs anbinden und die Applikation wird automatisch die eingesteckten I/O-Module erkennen und wird diese für Sie hier schon aufführen, sodass Sie keinerlei Programmierung oder Konfiguration Ihrer I/Os vornehmen müssen. Sie müssen lediglich noch die Benennung Ihrer Datenpunkte vornehmen. Genauso haben Sie in der Applikation ein integriertes Dashboarding, aber auch ein integriertes Monitoring und Alarming und Sie haben die Möglichkeit, diese Controller-Applikation Vago Building Control zum Beispiel in ein lokales Building Management System einzubinden oder aber die Daten in dem lokalen Building Automation System an andere Controller zu übergeben. Aber Sie haben auch direkt schon in dieser Applikation integriert die Möglichkeit, diese Applikation direkt in unsere Vago Cloud Building Operation and Control zu verbinden. Wie ich schon gesagt habe, Sie müssen das nicht, aber Sie haben direkt in dieser Konfiguration die Möglichkeit. Und diese Vago Cloud Building Operation and Control möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden auch noch etwas zeigen. Die Vago Cloud Building Operation and Control ist eine übergeordnete Bedien- und Visualisierungsoberfläche. Sie haben die Möglichkeit, hier Ihre Anlagen zu strukturieren, also Ihre verschiedenen Technikzentralen, Ihre verschiedenen Heizungs- oder Lüftungsanlagen. Sie haben aber durchaus auch die Möglichkeit, Ihre gesamten verteilten Liegenschaften zu strukturieren und haben Zugriff auf diese Bedien- und Visualisierungsoberfläche direkt von der ganzen Welt. Sie müssen sich nicht mehr weiter um Softwarepflege kümmern, denn diese Vago Cloud Building Operation and Control liegt, wie der Name schon sagt, in unserer Vago Cloud. Sie haben hier ein übergeordnetes Alarming integriert, das heißt, über all Ihre Anlagen, die Sie aufgeschaltet haben, können Sie ein Alarming durchführen. Sie haben Trends und Reporting auch an dieser Stelle und Sie haben aus der Cloud-Oberfläche einen Remote Access auf all Ihre Controller, wo Sie entweder aufs Web-Based Management zugreifen können, um Konfigurationen vorzunehmen, oder aber direkt in die Visualisierung, wo Sie Ihre Anlagen aus der Cloud steuern können. Genauso haben Sie dort ein integriertes, komplettes Device-Management, wo Sie Ihre Controller-Applikationen ganz wunderbar verwalten können. Die Vago Cloud Building Operation and Control ist vielleicht nicht das vollständige Managementsystem, was Sie aus der Vergangenheit kennen, aber die Vago Cloud Building Operation and Control wurde von uns optimiert für Ihr tägliches operatives Geschäft. Sie sehen hier genau die Daten, die Sie für Ihr tägliches operatives Geschäft brauchen. Sie haben einen barrierefreien Zugang durch Ihren Browser von überall auf der Welt und damit soll die Vago Cloud Building Operation and Control Ihnen bei Ihrem täglichen Geschäft helfen. So, das soll jetzt aber auch genug der theoretischen Vorrede von meiner Seite sein. Lassen Sie uns jetzt direkt mal einen Blick in die praktische Anwendung dieser Applikationen werfen. Dafür haben wir heute hier Alexander Mackensen und Carsten Wendt, die beiden verantwortlichen Produktmanager für unsere Anwendungen. Alexander Mackensen und Carsten Wendt werden Ihnen jetzt die Anwendung ganz konkret zeigen und mit Ihnen zusammen auch einige Konfigurationen vornehmen. Starten wollen wir mit Alexander Mackensen, der uns die Vago-Applikation Building Control zeigen wird. Folgen wird dann Carsten Wendt mit der Vago Cloud Building Operation and Control.
Jetzt aber starten wir mit der Applikation Building Control und mit Alexander Mackensen. Hallo, ich möchte Ihnen eine neue Applikation für die Gebäudeautomation vorstellen. Die Vago Application Building Control ist eine vorprogrammierte Applikationslösung für nahezu alle Anwendungsbereiche in der Gebäudeautomation, wie zum Beispiel die Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung oder auch für die Erfassung von Energieverbrauchsdaten. Das Besondere an dieser Applikationslösung ist, dass trotz der Vorprogrammierung beliebige Datenpunkte aufgesetzt werden können, die man miteinander verknüpfen kann oder mit Steuer- und Regelfunktionen versehen kann. Die Inbetriebnahme der Lösung erfolgt mit einer Konfigurationsoberfläche nach dem Motto Konfigurieren statt Programmieren. Kenntnisse von Programmiersprachen sind daher bei dieser Lösung nicht erforderlich. Integriert ist auch ein Dashboard für die Bedienung und Visualisierung des Systems und optional haben Sie die Möglichkeit für einen weltweiten Zugriff auf die Daten, die Applikation an die Vago Cloud Building Operation und Control anzubinden. Ich möchte Ihnen nun ein kleines Konfigurationsbeispiel zeigen. Wir werden einen einfachen Temperaturregelkreis realisieren, um anhand dessen einmal die Applikationserstellung, das Prinzip der Erstellung zu verdeutlichen. Dazu wechsle ich zu der Applikation. Sie sehen hier den Startbildschirm. Ich logge mich da ein. So, nach dem Login erscheint zunächst das Dashboard. Da sehen Sie schon einige Elemente, die zuvor konfiguriert wurden. Wir wechseln aber zunächst zum Konfigurationsbereich, da wir eine neue Funktionsergänzung erstellen wollen. Hier auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie eine Liste der Funktionalitäten, die zur Verfügung stehen, um Ihre Applikation zu erstellen. Da haben wir zum Beispiel mathematische Funktionen, Auswertefunktionen, unterschiedliche Reglertypen, Logikverknüpfungen, If-Then-Bedingungen. Sie können eine Kennlinie aufsetzen, Zeitschaltprogramm, verschiedenste Funktionalitäten. Wenn Sie ein neues Programm erstellen oder eine Erweiterung vornehmen wollen, dann beginnen Sie üblicherweise mit der I/O-Konfiguration. Die Applikation erkennt automatisch, welche I/O-Module installiert sind und mit dem Controller verbunden sind. Diese Module werden hier in einer Liste dargestellt. Wir sehen jetzt zum Beispiel ein digitales Eingangsmodul, ein digitales Ausgangsmodul, 2 analoge Eingangsmodule, ein Ausgangsmodul und eine serielle Schnittstelle. Für unseren Temperaturregelkreis, den wir jetzt konfigurieren möchten, benötigen wir einige Datenpunkte. Ein Freigabesignal, eine aktuelle Temperatur, einen Sollwert und einen Ausgang zur Ansteuerung des Heizventils. Beginnen wir mit dem Freigabesignal. Dazu wählen wir einen digitalen Eingang, suchen uns in der Applikation den ersten freien Kanal des Eingangs und geben dort einen Namen für den Datenpunkt ein. Wir wählen hier den Namen Freigabe. Sie haben noch die Möglichkeit, eine Zusatzbezeichnung zu vergeben, zum Beispiel, wo sich dieser Regelkreis befindet oder wofür er verwendet wird. Wir tippen da mal Büro ein. Dann können Sie an dieser Stelle auch den Wert zum Beispiel invertieren und sehen dann auch, dass der Ausgang direkt auf eingeschaltet wird. Als weiteren Datenpunkt benötigen wir eine Temperatur. Dazu wechseln wir zu dem Temperatureingangsmodul, suchen uns auch hier den ersten freien Kanal, der zur Verfügung steht und geben hier wieder die Datenpunktbezeichnung ein. Wählen wir diesmal Raumtemperatur. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, als Zusatzbezeichnung Büro einzugeben. Sie können auswählen, was für einen Fühlertyp verwendet wird. Wir haben in diesem Beispiel einen PT1000-Fühler. Sie können kontrollieren, ob die Einheit richtig gewählt ist, gegebenenfalls eine andere Einheit wählen. Und sehr interessant ist auch, dass Sie gleich an dieser Stelle den Datenpunkt für ein Datenlogging vorbereiten können oder auch für eine Bereichsüberwachung, einfach per Aktivierung dieser Checkboxen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel den Temperaturwert ein bisschen erhöhe und hier mal dran fasse, dann wird sich nach einer Zeit auch der Wert verändern. Sie sehen schon, der ist gerade von 24 Grad auf 24,8 Grad gestiegen. So, jetzt haben wir Freigabesignal, Raumtemperatur. Als nächstes benötigen wir einen Datenpunkt für die Ansteuerung des Heizventils. Dazu verwenden wir einen digitalen Ausgang, wählen auch hier den ersten freien Kanal und vergeben den Namen des Datenpunktes Heizventil. Auch hier wieder eine Zusatzbezeichnung. Wir nehmen wieder das Büro. Sie können hier einen Wertebereich eingeben von 0 bis 100% und Sie können nun auswählen, wie dieser Datenpunkt angesteuert werden soll. In diesem Fall wählen wir ein PWM-Signal. Interessant ist auch an dieser Stelle die Möglichkeit, wenn Sie zum Beispiel einen Verdrahtungstest durchführen wollen, können Sie direkt hier den Datenpunkt in einen manuellen Handbetrieb überführen und hier zum Beispiel einen Wert von 100% eingeben und der Ausgang schaltet und Sie können testen, ob die Verdrahtung richtig durchgeführt wurde. Sobald Sie dieses machen, erscheint auch hier in der oberen Statuszeile eine Meldung, dass ein Datenpunkt in den Handbetrieb gesetzt wurde, zur Information. Wir nehmen das hier wieder zurück an dieser Stelle und den letzten Datenpunkt, den wir nun für unseren Temperaturregelkreis benötigen, ist ein Sollwert. Wir entscheiden uns hier in diesem Beispiel mal für ein Eingabefeld auf dem Dashboard. Dazu wechsle ich zu den Dashboard-Einstellungen und erstelle hier eine neue Kachel auf dem Dashboard für die Bedienung. Ich vergebe da einen Namen, Temperaturregelkreis. Kann auch hier wieder die Zusatzbezeichnung Büro verwenden und weise nun und gebe nun hier in der Kachel einen Namen ein, wieder für den Sollwert, der Datenpunktname, Zusatzbezeichnung. Und an dieser Stelle kann ich nun auswählen, wie der Datenpunkt auf dem Dashboard dargestellt werden soll. In unserem Fall wollen wir einen Slider haben, einen Sollwertslider, deswegen wähle ich hier Symbol aus. Ich muss noch die Einheit wählen, Grad Celsius, und kann jetzt auch hier einen Bereich eingeben, in dem der Sollwert verändert werden kann. Wählen wir mal 18 bis 26 Grad. So, direkt hier können wir einmal zum Dashboard wechseln und sehen, wie das Resultat aussieht. Und da sehen Sie schon, wir haben ein neues Element hier, eine neue Kachel, Temperaturregelkreis mit einem Sollwertslider, den man hier mit der Maus auch bedienen kann und den Wert entsprechend einstellen kann. Nun gehen wir aber erstmal wieder zurück, weil zur Vollendung dieses Temperaturregelkreises benötigen wir noch die Funktion. Wir haben bisher die Datenpunkte konfiguriert. Nun benötigen wir noch die Funktion. Wir erstellen einen PID-Regler, einen neuen PID-Regler, nennen ihn Heizen. Geben auch hier wieder die Zusatzbezeichnung Büro ein und können nun an dieser Stelle die Datenpunkte dem PID-Regler zuweisen. Hier sehen wir zum ersten Mal den Datenpunktkatalog. Das ist ein wichtiges zentrales Element in der Applikation, weil hier erscheinen alle Datenpunkte, die Sie bisher in der Applikation konfiguriert haben. Das ist sozusagen ein Dreh- und Angelpunkt, um die Datenpunkte miteinander zu verknüpfen. Falls Sie viele Datenpunkte schon angelegt haben, wird die Liste sehr lang. Daher gibt es hier eine Filterfunktion. Wir haben gerade immer schön die Zusatzbezeichnung Büro eingegeben. Jetzt filtere ich mal nach Büro und da sehen Sie alle die Datenpunkte, die wir gerade konfiguriert haben. Wir weisen nun das Freigabesignal hier dem PID-Regler zu, weisen die Raumtemperatur dem PID-Regler zu und auch den Sollwert, den wir auf dem Dashboard angelegt haben. Als letztes müssen wir noch den Ausgang des PID-Reglers mit dem Heizventil verknüpfen. Dazu gehe ich nochmal zurück in die I/O-Konfiguration, wähle das digitale Ausgangsmodul, unser Heizventil, und verknüpfe dies mit dem gerade erstellten PID-Controller. So, funktional ist unser Temperaturregelkreis nun fertig. Eine sehr interessante Möglichkeit und Inbetriebnahmehilfe ist, dass wir nun grafisch auch die Werte, die wir da angelegt haben, darstellen können. Ich filter hier auch mal nach Büro
und nehme hier die Raumtemperatur, das Heizventil und den Sollwert. Und jetzt haben Sie alle 3 Datenpunkte in einer Grafik und können live verfolgen, wie sich die Werte verändern und sofort überprüfen, ob die Funktion, die Sie gerade konfiguriert haben, auch in Ihrem Sinne funktioniert. Nun wechsle ich nochmal zurück zum Dashboard. Wir haben ja eben im Dashboard den Sollwert-Slider angelegt. Ich ergänze noch ein neues Element für die Wertedarstellung und jetzt wollen wir den Temperaturverlauf uns dort darstellen lassen. Ich wähle den Datenpunkt aus, der da aufgezeichnet werden soll, Raumtemperatur, und kann hier die Darstellungsart wählen. Ich könnte eine Tabelle wählen, damit der Wert als Zahl dargestellt wird. In diesem Fall möchte ich aber eine Grafik, eine Linie, und ich wechsle zum Dashboard und da sehen wir ein neues Element mit dem Temperaturverlauf. Sie können die Elemente auf dem Dashboard auch in ihrer Größe verändern und auch die Position verschieben. Das machen wir auch ein bisschen größer hier und können damit das Dashboard so gestalten, wie Sie es gerne haben möchten. Wenn ich jetzt die Temperatur zum Beispiel wieder etwas beeinflusse, hier sehen Sie sofort, dass der Wert dort entsprechend auch dargestellt wird. Ja. So, als letztes möchte ich Ihnen noch zeigen, wie die Anbindung an die Vago Cloud funktioniert. Dazu gehen wir nochmal zurück in den Konfigurationsbereich, wechseln zu der Vago Cloud und hier können Sie nun eine neue Collection oder Sammlung von Datenpunkten anlegen, die zu der Cloud übertragen werden sollen. Wir vergeben hier einen Namen, Temperaturregelkreis, und können nun hier verschiedene Werte anlegen, die entweder von dem Controller zu der Cloud übertragen werden sollen. Das ist hier dieser Bereich. Wir können wieder verschiedene Werte hier auswählen. Nehmen wir mal den Ist-Wert und den Soll-Wert. Und im gleichen Sinne könnte man auch andersrum Werte von der Cloud zu dem Controller übertragen, indem man hier einen Datenpunktnamen vergibt, das aktiviert, und dann kann dieser Datenpunkt in der Applikation weiterverarbeitet werden als Input für weitere Funktionalitäten. Interessant ist noch hier oben, dass Sie diese Werte einem Gewerk zuordnen können. Das dient dazu, dass die Daten auf der Cloud-Seite gleich richtig interpretiert und zugeordnet werden können. Da wählen wir mal Heizen aus. Ja, das war die Anbindung an die Vago Cloud. Wie Sie sehen, funktioniert das sehr einfach. Damit wären wir auch schon mit unserem einfachen Beispiel fertig, den Temperaturregelkreis aufzusetzen. Sie können Funktionen wie Eingänge, Ausgänge konfigurieren, Funktionen dazwischen setzen. Es ist auch möglich, die Funktionen zu verschachteln. Zum Beispiel können Sie den Ausgang einer Funktion als Eingang einer weiteren Funktion verwenden. Und mit diesem Prinzip der Applikationseinstellung sind Sie sehr flexibel und können schnell und effizient Applikationen erstellen. Und das Ganze auf eine sehr einfache Art und Weise nach dem Motto konfigurieren statt programmieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander, für den Überblick und die detaillierte Einführung in die Funktionen der Vago-Applikation Building Control. Wie ich auch schon gesagt habe, kann diese Applikation natürlich für sich alleine stehen, das muss sie aber nicht. Die besondere Stärke des Systems wird dann ausgespielt, wenn die Vago-Applikation Building Control in Kombination mit der Vago Cloud Building Operation and Control zum Einsatz kommt. Deswegen möchte ich jetzt direkt weitergeben zu unserem Produktmanager der Cloud, Carsten Wendt, der uns jetzt die detaillierten Funktionen der Vago Cloud Building Operation and Control vorstellen wird. Lassen Sie uns gemeinsam sehen, wie man die Vago Cloud Building Operation and Control einsetzen kann und wie das Management von Gebäuden und verteilten Liegenschaften in der Praxis funktionieren kann. Hallo und willkommen. Ich möchte Ihnen die Systemlösung Vago Cloud Building Operation and Control kurz vorstellen. Was können Sie mit der Building Operation and Control Lösung realisieren?
Hier können Sie Ihre verteilten Liegenschaften monitoren und überwachen. Sie können Sollwerte und Ist-Werte aus der Cloud in die Liegenschaft, in den Controller runterschreiben. Sie können Servicekontakte bzw. Servicetechniker pflegen und auch verwalten. Sie können Alarmwerte setzen und somit auch Ihre Liegenschaft monitoren. Das werde ich Ihnen kurz zeigen. Ich bin hier jetzt auf dem Startfenster der Cloud, logge mich als Liegenschaftsmanager ein und werde Ihnen jetzt als erstes zeigen, wie man einen Controller mit der Vago Cloud koppelt. Hierzu gehen wir als erstes auf Geräteverwaltung und hier sehen wir als erstes auf der linken Seite die Struktur, die existierende Struktur der verteilten Liegenschaften. Hier legen wir den Controller an, gehen hierzu auf Konfiguration, klicken dann die Liegenschaft an, wo sich der Controller befindet. Hier ist jetzt die Auswahl in der Kindertagesstätte. Klicken dann Neu, wählen dann Gerät aus, quittieren diese Information einmal, geben einen Namen ein, legen den Controller an und so wird der Controller automatisch unter der Liegenschaft angelegt. Er erscheint sofort in der Struktur. Was brauchen wir jetzt? Als nächstes sehen wir auf der rechten Seite zwei Informationen, die wir für die Kopplung des Controllers mit der Cloud benötigen. Hier gibt es einmal die Geräte-ID, die kopieren Sie sich. Zum Beispiel kopieren Sie sich die in ein WordPad. Und der zweite ist der Aktivierungsschlüssel. Diese beiden Informationen kopieren Sie sich, speichern sich, gehen dann auf Ihren lokalen PFC-Controller, gehen dort auf Cloud Connectivity, tragen diese beiden Schlüssel dort in das Web-Based Management ein und beim nächsten Start des Controllers und der aktiven Verbindung zum Internet sucht sich der Controller den Weg zur Cloud. Die Cloud erkennt diesen Controller anhand der Geräte-ID und des Aktivierungsschlüssels und verbindet ihn automatisch mit der Subscription, mit der Struktur. Das ist alles, was Sie machen müssen. Gut, gehen wir als nächstes in die Liegenschaftsverwaltung rein. Jetzt gucken wir uns als Liegenschaftsmanager einfach mal die Struktur an und hier sehen wir als erstes, hier gibt es eine Warnung. Das, was ich sagte, wir können mit dem Building Operation Control auch Alarme und Warnungen anzeigen. Hier ist eine Warnung aufgetreten. Wie komme ich jetzt an die Information? Wo ist sie aufgetreten? Da gibt es einfache Wege. Der eine Weg ist, ich gehe über die Statusübersicht, klicke auf die Warnung. Es öffnet sich dann ein neues Fenster und hier gibt es dann die Übersicht der Liegenschaft. Da wir nur eine Warnung hier haben, taucht auch nur eine Liegenschaft auf. Wir unterscheiden bei der Building Operation Control einmal Status OK, einmal den Status Warnung und einmal ein kritischer Alarm. Kritische Alarme werden in der Hierarchie hier dann ganz oben angezeigt. Hier haben wir nur eine Warnung. Gehen wir nun auf die Liegenschaft. Wir befinden uns jetzt auf der untersten Ebene der Struktur in der Liegenschaft. Und als erstes, wir sehen auf der oberen Seite, hier ist eine Warnung. Wir sehen auch gleich, welche Alarme sind aufgetreten. Und wir sehen hier in der Struktur die Bürotemperatur. Hat den Wert 16,8 Grad. Das ist unterhalb des Sollwerts. Wir gucken uns einfach mal jetzt den Wert an. Wir öffnen uns eine Anzeige und wir sehen einen Wert. In dem Menü haben wir auch die Möglichkeit, uns ein anderes Zeitfenster anzugucken. Wir schauen uns einfach mal diese Woche an, um zu gucken, ist der Fehler vielleicht schon mal aufgetreten, wie hat er sich verhalten? Und wir sehen hier, dass der Sollwert in den letzten Stunden immer wieder Schwankungen hatte. Der nächste Schritt ist, als Liegenschaftsverwalter komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ich gucke jetzt einfach mal, welcher Servicetechniker ist für dieses Gewerk verantwortlich. Mit Building Operation Control haben Sie die Möglichkeit, automatisch beim Alarm oder bei einer Warnung einen Servicetechniker über eine E-Mail oder SMS zu informieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn der Kontakt gepflegt ist, hier den Herrn für das Gewerk Heizung telefonisch oder E-Mail zu informieren, dass eine Warnung oder ein Alarm aufgetreten ist und dass ein Service-Request gestartet wurde. Jetzt würde ich mich als Servicetechniker
einloggen, um jetzt einmal zu simulieren, wie geht der Servicetechniker hier in die Building Operation Control. Sie sehen, ich habe mich jetzt als Servicetechniker eingewählt. Auch hier im Startfenster sehen Sie, dass der Servicetechniker andere Applikationen zur Auswahl hat. Im Building Operation Control haben wir ein Rollen- und Berechtigungskonzept. Der Servicetechniker hat nicht entsprechende Berechtigungen, andere Applikationen zu öffnen. Er hat Berechtigungen für den Fernzugriff, für den Alarm und auch für die Liegenschaft. Hier gehen wir kurz rein. Hier sehen wir auch auf der linken Seite, dass der Servicetechniker auch hier Berechtigung hat, nur einen Bereich zu sehen. Das heißt, nicht nur in den Applikationen, sondern auch in den Hierarchieebenen. Im Building Operation Control können wir Berechtigungen vergeben. Das heißt, ich kann streng genommen einen Servicetechniker auf eine Liegenschaft oder auf Ebenen berechtigen. Hier hat er nun die Berechtigung für den Kindergarten. Der Servicetechniker geht rein, sieht auch hier, dass die Raumtemperatur fürs Büro zu niedrig ist und wird sich jetzt über die Option Fernzugriff einmal auf die lokale Instanz, auf die lokale Liegenschaft auf dem PFC verbinden. Hierzu gehen wir auf den Bereich Fernzugriff, verbinden uns mit dem Controller, wählen dann Application BC aus und loggen uns als Admin auf den Controller ein. Bestätigen das noch einmal und gelangen dann auf die Applikation. Und wie wir hier schon sehen, mit einem Blick können wir schon sehen, dass hier der Raumtemperaturregler für den Sollwert auf dem Büro zu niedrig eingestellt war. Ich schiebe den Sollwert hoch auf 22, 23 Grad und somit ist der Sollwert richtig eingestellt. Trenne mich wieder von dem Controller, gehe jetzt auf meine Übersicht, kann mir jetzt nochmal die Alarme anzeigen lassen, gehe auf den Alarm, quittiere diesen Alarm und der Serviceeinsatz ist in wenigen Minuten vom Login bis zum Quittieren, bis zum Alarmabschluss beendet. Ich logge mich jetzt wieder aus und logge mich als Liegenschaftsverwalter in die Vago Cloud wieder ein. Ich habe mich eingeloggt, wieder auf das Startfenster. Ich gehe jetzt auf die Liegenschaft. Eine Option auch zu den Liegenschaften zu kommen, ist einerseits über das, was ich zu Anfang gezeigt habe, über die Alarme. Hier besteht aber auch die Möglichkeit, über einen Namen, über die Suchfunktion zu gehen und hier in dem linken Fenster direkt angezeigt zu bekommen und ich gehe wieder auf die Liegenschaft. Ich bin wieder auf der gleichen Liegenschaft. Ich gucke mal, ich habe die Information vom Servicetechniker bekommen, dass der Alarm quittiert ist. Ich kann jetzt hier den Alarm auf Abschließen setzen und der Service Request ist komplett erledigt, abgeschlossen. Gut, das ist eine Möglichkeit vom Building Operation Control und eine weitere natürlich ist auch das Thema Reporting. Monitoring und Reporting, eine Funktion für eine einzelne Liegenschaft, ein Monitoring oder Report zu erstellen oder auch für sämtliche verteilte Liegenschaften. Ich gehe jetzt nochmal auf die Liegenschaft, möchte Ihnen da einen Report zeigen. Wir gehen hierzu auf den Bereich Liegenschaft, auf den Reiter Berichte und als erstes zeige ich Ihnen die Statusübersicht zu der Liegenschaft. Hierzu ist zu sagen, es handelt sich hierbei nicht um ein PDF-Dokument, was abgelegt ist und monatlich aktualisiert wird. Nein, dies ist ein direkter Zugriff auf die Daten und beim Öffnen des Reports werden die Daten aus der Datenbank gelesen und entsprechende Reports, Informationen erstellt. Wir sehen hier einen Statusbericht zu dem Kindergarten. Wir haben hier zum Beispiel Energieverbräuche. Wir haben hier auch die Übersicht, wie der Verlauf ist der Verbräuche. Ist er positiv, negativ zum Vorjahr, zum Vormonat, aber auch Kostenentwicklung. Habe ich mehr Geld investieren müssen für Energie? Wie viele Alarme habe ich? Wie schnell wurden die Alarme quittiert und abgeschlossen? Alles kann gemonitort werden.
Sie können auch als Zeichen hier den Monat verändern. Ich wechsle jetzt einmal von Januar auf Februar und Sie sehen, die Daten sind aktualisiert worden. Es ist jetzt der Monat Februar. Sie sehen anders aus. Das ist der Bericht zur Liegenschaft. Das Gleiche gibt es auch, ich gehe jetzt mal an die Gesamtübersicht. Je nachdem, welche Berechtigung man hat, kann ich natürlich auch hier Berichte einsehen. Auf der Liegenschaft gibt es natürlich nur die Informationen zur einzelnen Liegenschaft. Je höher wir in der Ebene gehen, fasse ich auch die entsprechenden Energieverbräuche zusammen. Das kann eine Stadt, das kann eine Region, das kann aber auch ein Land sein oder ein Unternehmen. Hier kann ich entsprechende Berichte zusammenfassen und Informationen gesamt darstellen. Hier wählen wir uns einfach mal den Heizungsverbrauch aus. Hier sehen wir in der Übersicht den gesamten Verbrauch über alle Liegenschaften, die in dem Arbeitsbereich angeschlossen sind. Auch hier mal grafisch etwas anderes. Das heißt, die Reports können ganz individuell erstellt werden und nach Kundenwunsch generiert und erstellt werden. Hier sehen wir die Übersicht des Energieverbrauchs. Wir haben auch Verläufe, wir haben Informationen da drin. Wenn natürlich eine Liegenschaft dazukommt, verändert sich dieser Energieverbrauch. Das ist das, was wir hier in dem Bericht auch darstellen können. Das ist ein Beispiel über Schulen, Kita, Kindergärten, was dort die Energieverbräuche sind. Sie haben eine direkte Übersicht, wo die meisten Energieverbräuche sind, wo etwas sich verändert. Auch prozentual, das können Sie alles über den Berichtsreiter erkennen. Das ist alles, was ich Ihnen in der kurzen Zeit zeigen wollte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Carsten Wendt, für die Vorstellung der WAGO Cloud Building Operation and Control. Wir haben heute Einblicke in die Anforderungen der verteilten Liegenschaften bekommen. Wir haben gesehen, welche neue Systemlösung WAGO dieses Jahr auf den Markt bringt und einen Einblick in die Controller-Applikation sowie in die neue Bedien- und Visualisierungsoberfläche in der Cloud erhalten. Ich hoffe, wir konnten Ihnen damit einen kleinen Einblick in die Welt der verteilten Liegenschaften geben und Ihnen zeigen, welche Antworten WAGO in diesem Bereich sowie im Bereich der HLK-Regelung für Sie bietet. Natürlich lade ich Sie an dieser Stelle auch herzlich auf unseren digitalen Messestand ein oder freue mich über Ihre Kontaktaufnahme im Chat oder im direkten Gespräch. Gerne stehen Ihnen natürlich auch immer unsere Kollegen über die digitale Kontaktaufnahme im Rahmen der Messeplattform zur Verfügung. Ebenso lade ich Sie gerne zu unserer digitalen Building Roadshow ein, die bereits Ende März mit dem hier gezeigten Thema der verteilten Liegenschaften begonnen hat. Über das Jahr verteilt geben wir Ihnen in unterschiedlichen Panel-Sessions mit verschiedenen Experten immer wieder spannenden Input zu aktuellen Themen und Trends der Gebäudebranche. Wenn Sie daran Interesse haben, dann melden Sie sich einfach zu unserer digitalen Roadshow an unter www.vago.com. Abschließend bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe.